Ja, moin zusammen. Wir haben euch ja eine Roomtour versprochen, wie es in unserem LKW jetzt aussieht, und das zeigen wir euch dann heute. Und zusätzlich machen wir noch ein kleines Update für euch, wie es gerade bei uns so aussieht und was wir so in den nächsten Wochen vorhaben. Wir sind Yvonne und Nikolas. Reisen ist unser Leben. Unsere Jobs haben wir gekündigt, um etwas völlig Neues zu beginnen. Als digitale Nomaden wollen wir in unserem Expeditionsmobil die Welt bereisen. Komm mit und begleite uns auf unserem Weg. Einige von euch wissen es ja bereits, wir gehen auf Weltreise mit unserem LKW und für diese Weltreise werden wir unsere Wohnung komplett aufgeben. Und wie es in unserer Wohnung derzeit aussieht, seht ihr jetzt. Also wir befinden uns in unserem Wohnzimmer und wie man am Hall schon hört, hier gibt es kaum noch Möbel. Selbst unser Tisch ist schon verkauft, unsere Couch ist schon verkauft. Das gehört uns alles schon gar nicht mehr. Wir dürfen es halt nur noch bis zum Ende benutzen. Unser Flur, keine Spiegel mehr, keine Bilder mehr. Alles schon auf eBay Kleinanzeigen verkauft. Hier sind wir in unserem Rumpelzimmer, nenne ich es mal. Das Regal ist auch heute auf eBay Kleinanzeigen verkauft worden, wird jetzt auch in den nächsten Tagen abgeholt. Dann wäre das Zimmer auch sozusagen leer. Das ist unser Arbeitszimmer. Die Stühle haben wir auch schon auf eBay Kleinanzeigen verkauft bekommen. Das Whiteboard ist auch bereits verkauft. Und für das Sideboard kommt jetzt in den nächsten Tagen auch jemand vorbei, der sich das anschauen möchte. Also wir haben schon wirklich richtig viele Sachen einfach hier verkauft bekommen. Wir sind da super happy drüber. Unsere Küche, alle Elektrogeräte, Kühlschrank, Waschmaschine und die Spülmaschine sind auch schon verkauft. Wir können es jetzt noch die letzten Wochen benutzen, aber es gehört uns einfach nicht mehr. Ja, das Einzige, was noch über ist unser Bett. Vielleicht finden wir da in den nächsten Tagen auch noch jemanden, der das haben möchte. Im Großen und Ganzen sind wir total froh, dass wir so viel Verkauf bekommen haben bisher, dass wenig auf dem Sperrmüll landet. Und wir haben eine einigermaßen große Wohnung, 80 Quadratmeter sind das. Und wir werden jetzt in 8 Quadratmeter umziehen. Und in den LKW werden wir euch jetzt mal mitnehmen. Sind wir. Das ist unsere Wohnraumkabine. Wir haben eine Länge von 4,50 Meter und hier drin eine Breite von 2,25 Meter. Das Material, aus dem die Wohnraumkabine besteht, das sind Weißblechpaneele mit einem 6 cm PU-Kern. Hier oben haben wir eine LED-Leiste, unser Licht für die Wohnraumkabine. Die wird mit 12 Volt betrieben. Und im Moment ist es so, dass die noch nicht gestrichen ist. Das wollen wir auf jeden Fall nachholen. Und zwar möchten wir, dass die Wohnraumkabine so gestrichen wird wie unsere Wohnung. Wir wollen die Decke weiß streichen. Die Seiten werden wir in einem hellgrau streichen. Und an ein paar Stellen werden wir dunkelgraue Highlights setzen. Und zum Beispiel an dieser Wand. Die werden wir dunkelgrau streichen. Unser Boden, das ist ein ganz normaler Laminatboden, wie man ihn zum Beispiel im Baumarkt kaufen kann. Ja, wir sind jetzt hier in der Küche. Wir sind einmal in den nächsten Raum gegangen, in die Küche. Wir haben hier einmal eine IKEA-Küche. Das ist so
aus dem Standard-IKEA-Bereich, Küchenbereich, den man sich kaufen kann. Hier sind einmal die 230 Volt Platten, die wir auch im letzten Video schon gesehen haben für den Test des Wechselrichters. Die laufen halt über 230 Volt. Dann klar das Spülbecken. Hier einmal Wasser. Die Pumpe ist aus. Ich glaube, ich mache die Pumpe noch mal an. Und dann sieht man, da kommt auch ein schöner, guter, also ein großer Strahl raus. Ja. Dann haben wir hier Schubladen, also ich würde sagen Ausreichenschubladen, wie man das aus modernen Küchen so kennt. Das ist eigentlich moderner als das, was wir bei uns in der Wohnung haben. Da kommen dann Teller, Tassen und halt auch Töpfe rein, so wie hier. Ist halt alles nicht mehr so taufrisch, aber das machen wir dann nochmal sauber. Genau, den Lichtschalter zum Beispiel, um das Licht an und aus zu machen. Dann haben wir hier die Heizungssteuerung. Und hier können wir die Heizung nochmal separat direkt anmachen. Hier wird sie über Temperatur gesteuert, also im Moment 15 Grad eingestellt. Und wenn wir dann warm Wasser haben wollen im Sommer, weil die Heizung dann ja nicht heizt, können wir sie hier separat anmachen für Warmwasser. So wie das jetzt ist, wie wir die Küche jetzt hier so sehen, das werden wir noch umbauen. Die Heizungssteuerung zum Beispiel, die wollen wir von hier oben hier runtersetzen, dass man sie nicht so direkt sieht. Dann wollen wir hier eine neue Tischplatte hinsetzen, weil sie ist jetzt nicht schlecht, aber wir hätten ganz gerne mehr einen warmeren Holzton. Wir hatten vorher mal, bevor wir alles rausverkauft hatten aus unserer Wohnung, so einen schönen Baumkantentisch gehabt. Das war so ein eher rötliches Holz und sah halt sehr organisch aus. Ne? So, und das wollen wir halt ganz gerne hier wieder haben. Dann haben wir noch schöne Oberschränke. Hier müssen wir aufpassen, die kommen hier oben noch gegen die Decke. Wie man hier sieht, stoßen die direkt gegen. Da werden wir uns noch mal was überlegen. Auch ist das hier Glas. Und wahrscheinlich werden wir hier die Fronten auch noch austauschen. Dann haben wir hier noch Einlegeböden aus Glas. Ist vielleicht auch nicht ganz so optimal, wobei die festgeklebt sind mit, ich schätze mal, Silikon oder irgendwie einem Kleber wie Dikasil oder so. Als nächstes kommen wir zum Kühlschrank. Also natürlich ein riesen Kühlschrank, ist eigentlich ganz geil. Ne? Für uns ist er aber zu groß, weil wir dann, naja, versperrt halt auch die Sicht. Und wir hätten ganz gerne ein bisschen mehr Raumgefühl und werden halt einen kleineren Kühlschrank reinbauen. Aber trotzdem gucken wir uns den mal an. Wir haben hier halt ein schönes Gefrierfach. Da passt natürlich ordentlich was rein. Der neue, der wird gerade mal die Hälfte haben. So, dann hier unten passt auch ordentlich was rein, wie man sieht. Das ist halt so ein Kühlschrank, wie man ihn normalerweise zu Hause hat. So wird das dann auf eine Gesamthöhe ungefähr bis hier ungefähr kommen mit dem neuen Kühlschrank, den wir dann hier reinbauen. Dann bauen wir oben nochmal so eine schöne Platte drauf, dass man da nochmal Ablagefach hat und dann wird das, glaube ich, ganz schick aussehen. Hier haben wir den Sicherungskasten. Da sind alle Verbraucher, die wir angeschlossen haben, sind da drin. Ist noch nicht beschriftet, muss ich noch mal machen. Aber ich weiß schon, dass das die Pumpe ist zum Beispiel. Und hier ist das die 12 Volt Schiene für Licht. Genau. Und dann haben wir hier noch die Schalttafel für den Wechselrichter, den wir jetzt ja eingebaut haben. Wenn wir den anschalten, können wir schön von drinnen anschalten. Sehen wir auch, Batterien sind noch voll. Und hier zeigt er eigentlich dann ja an, was für eine Last gerade auf dem Wechselrichter ist. Im Moment passiert ja nichts. Genau. Ja, also alles in allem ist das eine schöne Küche, aber wir haben ja noch ganz gut was zu tun. Das ist unser Bett. Das Bett hat eine Breite von 1,40 Meter und eine Länge über die gesamte Kabine von 2,25 Meter. Also Nico mit seiner Größe kann hier perfekt liegen. Wir haben hier übrigens eine Stehhöhe in der Wohnkabine von 1,98 Meter. Das war uns beim Kauf besonders wichtig, damit Nico mit seinen 1,90 Meter hier auch den ganzen Tag aufrecht stehen kann. Ja, das Bett wollen wir eventuell noch umbauen. Ihr habt ja schon in dem Video davor gesehen, dass sich hier drunter unsere Heckgarage befindet. Und
Wir möchten für mehr Stauraum hier einen doppelten Boden einbauen und dieses Brett, was hier oben drauf jetzt noch liegt, gegebenenfalls durch ein Lattenrost austauschen, damit auch die Matratze, die hier raufkommt, dann später besser belüftet wird. Hier drunter saß der alte Backofen. Den haben wir rausgenommen, um zusätzlichen Stauraum zu bekommen. Da werden wir noch Bretter reinziehen und eine Klappe und dann haben wir auch noch ein schönes Fach, wo wir Sachen halt lagern wollen. Das ist unser Sitzbereich. 2 Bänke. Unter den Bänken, ich zeige das mal ganz kurz, haben wir super viel Stauraum. Und unter den beiden Bänken befinden sich 2 Wassertanks. Jeder Wassertank hat 240 Liter, also insgesamt haben wir 480 Liter. Ich zeige das auch noch mal auf der anderen Seite. Sieht genauso aus. Die Wassertanks sind miteinander verbunden. Da werden wir noch einen Boden reinziehen und dann können wir noch Kisten reinstellen. Das ist unser Tisch aktuell. Den werden wir auf jeden Fall austauschen, weil zum Sitzen ist der irgendwie durch diese Stange hier für Nikos Beine sehr unbequem und auch hier unten ist das irgendwie nicht so optimal gelöst. Da werden wir uns auf jeden Fall einen neuen Tisch zulegen, der irgendwie besser zu uns passt. Wir haben in der Kabine insgesamt 4 Fenster. Das sind solche handelsüblichen Baumarktfenster. Die kann man, ich zeige das mal ganz kurz, nach innen einmal klappen und ja, so gehen die wieder zu. Die sind zweifach verglast und insgesamt haben wir 4 Stück davon. An jedem Fenster gibt es dann zum Abdunkeln solche Rollos. Da haben wir uns auch schon eine bessere Idee überlegt, weil das ist nicht so ganz unsers und das werden wir auf jeden Fall auch austauschen. Ja, für die kalten Tage haben wir hier einen schönen Heizkörper und ich denke, der wird ordentlich warm werden, sodass wir auch nicht frieren müssen. So, kommen wir zum Badezimmer. Das ist jetzt der kleinste Raum, den wir hier haben, neben Küche und Wohnzimmer und Schlafzimmer. Aber ich finde, es ist immer noch groß genug so. Wir haben jetzt hier auf dieser Seite den Spiegelschrank. Den finden wir tot hässlich. Aber er tut seinen Zweck erstmal. Er hat hier sogar eine 230 Volt Steckdose drin, die natürlich über einen Wechselrichter wieder läuft. Dann das Licht hier, das ist auch 230 Volt leider. Das werden wir halt komplett ersetzen. Das heißt, die Steckdose, die hier oben drin ist, die werden wir nach hier unten versetzen. Das ist jetzt zumindest erstmal der Plan. Die wird wahrscheinlich hier so an die Ecke rankommen, so in dem Bereich. Das Problem ist, wir können die Steckdose hier nicht hinsetzen, weil da gleich auf der anderen Seite die Wand ist. Also wir können nur eine Aufputzsteckdose hinsetzen, das finde ich aber doof. Ich möchte gerne eine versenken. Ich werde das aber so bauen, dass das vom Wasser her sicher sein wird. Wir werden aber hier oben, so erstmal der Plan, ein kleines Brett hinbauen, das irgendwie so abgeschrägt ist, das letztendlich die Steckdose darunter schützt. Die Armatur wollen wir auch noch austauschen. Der Schrank hier unten, ja, jetzt nicht genauer hingucken. Ne? Ein bisschen was passt da rein. Hier kommen auch nochmal Borte rein, dass man dann irgendwie mit Körbchen irgendwie die Sachen unterbringen kann. So, die Toilette. Das ist ein Häcksler-WC. Das läuft hier über den Knopf, 12 Volt. Das, was letztendlich dann da reinkommt, geht dann direkt in den 350 Liter Abwassertank. So, das heißt, es bleiben eigentlich keine Feststoffe übrig, weil es das halt komplett zerlegt, was da reinkommt. Und das kann man dann ganz normal entsorgen. So, und dann haben wir hier unsere Dusche. Da habe ich schon mal ein bisschen angefangen, das ganze Silikon rauszunehmen unten und das neu zu machen.
Und auch hier werden wir neue Armaturen reinbringen. Und vom Farbkonzept soll das dann so ähnlich werden wie eben halt in einem Wohnraum. Der Bereich, also diese Wand zum Beispiel, soll grau werden. Der Rest wird halt dann wieder in diesem Baumwollweiß gestrichen werden. Und auch die Wand, die jetzt auf dieser Seite ist, von der Dusche, wird halt auch dieses Grau haben. Also Manhattan-Grau heißt das. So, dann haben wir hier noch so einen Badezimmerschrank, einen großen. Da kommen dann so Schmutzwäsche wird da reinkommen. Beutel werden wir da noch reinbauen. Hier werden wir nochmal eine Verkleidung bauen, dass es ein bisschen hübscher aussieht. Das sind ja die Rohre für die Dusche. Und auch hier kommen Beutel rein, dass wir ein bisschen mehr Stauraum haben. Dann haben wir hier noch die Tür. Das ist ja so eine Pfeiltür. Mich nervt sie jetzt schon. Die kommt auf jeden Fall raus. Da kommt noch eine normale Tür rein. Wir haben das auch schon ausgemessen. Die schwingt dann nach außen so auf. Und die kommt auch hier an der Arbeitsplatte kommt die vorbei. Ne? So, also das wird schon gehen. Dann haben wir hier noch eine Heizung, wie man sieht. Die zweite Heizung ist auch so eine ganz normale Badezimmerheizung, wie man sie kennt, wo man dann Handtücher rüberpacken kann. Ja, läuft mit Wasser. Haben wir ja auch im letzten Video schon gezeigt. Da ist dann halt die Wasserstandheizung drin, die dann das ganze Wassersystem der Heizung befeuert. Ja. So, und als letztes haben wir dann noch den Kleiderschrank, um dann noch mehr Stauraum zu haben. Auch hier ein patentiertes System, Copyright-Rechte. Also wer sowas bauen will, der darf mit anwaltlichen Schreiben rechnen. Ich finde das cool. Solche Hacks liebe ich einfach. Ne? So, ja, ordentlich Platz würde ich sagen. So wie das jetzt ist, wird es natürlich auch nicht bleiben. Wir werden hier Borte einbauen. Hier das zum Hinhängen, wo man jetzt Jacken hinhängen kann. Das nimmt nur zu viel Platz weg. Das heißt, wir werden so alle 30 cm ein Bord reinsetzen und dann haben wir richtig Platz da drin. Ja. Und für Jacken dann werden wir hier vielleicht nochmal Haken ranbringen, dass man dann die Jacken hier hinhängen kann. So. Ja, ihr seht, wir haben noch einiges zu tun hier, damit das richtig schön aussieht oder nach unserer Vorstellung aussieht. Und das wird uns natürlich die nächsten Wochen beschäftigen. Ja, wir sind jetzt auch am Ende unseres Videos angelangt. Wir wollen an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank für die vielen netten und tollen Kommentare und auch die Tipps sagen. Das hat uns super geholfen. Wir werden ja demnächst auch noch die Wohnraumbatterien einbauen und in diesem Zuge dann auch nochmal die Elektrik überarbeiten, heißt die Sicherung einbauen zwischen Wechselrichter und Laderegler und auch bei der Heizung dann das Ansaugrohr für die Luft dann nach außen verlegen. Zum Beispiel. Also ich habe bestimmt noch was vergessen, aber wie gesagt, vielen Dank für eure Kommentare und naja, wir sind halt auch Laien und das hilft uns halt sehr, wenn wir dann den einen oder anderen Tipp bekommen. Also gerne mehr davon. Ja. Ja, und so einen kleinen Ausblick einmal euch zu geben. Wir werden also am 30. April aus unserer Wohnung ausziehen, in den LKW einziehen und dann werden wir zu einem sehr guten Freund fahren, weil der hat da so ein Grundstück, der steht da auch schon mit seinem Expeditionsmobil und der ist auch gerade dabei, die Kabine auszubauen. Also es passt also perfekt, da können wir uns beide gut unterstützen. Und da werden wir dann wahrscheinlich noch dann 2 weitere Monate innen drin bauen. Weil unser Plan ist, dass wir im Juli möchten wir gerne die Reise beginnen. Wir hoffen, das klappt alles. Ja, wir hoffen, unser Video hat euch gefallen. Ja, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, auch das Glöckchen anzuklicken, damit ihr dann die nächsten Videos dann auch nicht verpasst. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal.